Hallo, ist dieser Platz frei? Ja, bitte. Setzen Sie sich. Danke. Ich habe dich schon einmal hier gesehen. Echt? Wann? Ich glaube, letzte Woche. Ah ja. Ich bin oft hier gewesen. Ich auch. Ich habe hier oft gearbeitet. Was hast du heute gemacht? Heute habe ich nicht viel gemacht. Ich habe Deutsch gelernt und Kaffee getrunken. Und du? Ich habe gearbeitet. Es war ein langer Tag. War es stressig? Ja, ein bisschen. Ich habe viele E-Mails geschrieben und ich habe viele Meetings gehabt. Oh, das kenne ich. Und was hast du gestern gemacht? Gestern habe ich lange gearbeitet. Wie lange? Bis 8 Uhr abends. Ich war sehr müde. Das glaube ich. Was hast du nach der Arbeit gemacht? Ich bin nach Hause gegangen und ich habe etwas gegessen. Was hast du gegessen? Ich habe Pasta gegessen. Hast du selbst gekocht? Nein, ich habe bestellt. Ich habe gestern anders gemacht. Was denn? Ich habe lange geschlafen. Wie lange? Bis 10 Uhr. Ich habe frei gehabt. Das ist schön. Ja, dann habe ich Kaffee gemacht, ich habe Musik gehört und ich habe ein bisschen aufgeräumt. Ich habe gar nichts aufgeräumt. Ich habe nur gearbeitet. Hast du jemanden getroffen? Nein, ich habe niemanden getroffen. Und du? Ja, ich habe meine Freundin getroffen. Wo habt ihr euch getroffen? Wir haben uns im Park getroffen. Was habt ihr gemacht? Wir sind spazieren gegangen und wir haben viel geredet. Über was habt ihr gesprochen? Über Arbeit, über das Leben und über Pläne. Das klingt sehr entspannt. Ja, es war ruhig und schön. Ich habe gestern keine Zeit gehabt, ich habe ein Projekt gehabt und ich habe lange daran gearbeitet. Und dann? Dann habe ich nach Hause gegangen. Ah, du bist nach Hause gegangen. Ja, genau, ich bin nach Hause gegangen. Dann habe ich geduscht und ich habe einen Film gesehen. Welchen Film hast du gesehen? Einen Actionfilm. War er gut? Ja, ich habe ihn interessant gefunden. Ich habe auch einen Film gesehen. Alleine? Ja, Hast du alles verstanden? nicht alles, aber viel. Ich finde, das ist normal. Ja, am Anfang habe ich wenig verstanden, aber jetzt verstehe ich mehr. Du hast viel gelernt. Ja, ich habe jeden Tag geübt. Oh, einen Moment bitte. Klar. Oh nein, Was ist passiert? ich habe mein Portemonnaie verloren. Wirklich? Wann? Ich weiß es nicht. Ich habe es heute Morgen noch gehabt. Hast du es vielleicht zu Hause gelassen? Nein, ich habe heute Morgen etwas gekauft. Danach habe ich es nicht mehr gesehen. Wo bist du heute gewesen? Ich bin zur Arbeit gegangen. Ich habe im Büro gearbeitet und danach bin ich hierher gekommen. Hast du im Büro geschaut? Nein, noch nicht. Vielleicht hast du es dort gelassen. Vielleicht, ich hoffe es. Ich habe nichts gefunden. Bleib ruhig. Manchmal passiert so etwas.
Das ist mir schon einmal passiert. Wirklich? Ja, letztes Jahr. Ich habe mein Handy verloren. Und? Hast du es gefunden? Ja, ich habe es in meinem Auto gefunden. Klassisch. Erika, Hey, komm, setz dich. danke. Ich habe euch gesehen. Alles okay? Er hat sein Portemonnaie verloren. Oh nein. Wann? Heute. Das ist mir auch passiert. Echt? Ja, gestern. Was ist passiert? Ich habe meinen Schlüssel verloren. Oh. Und dann? Ich habe lange gesucht. Ich habe in meiner Tasche geschaut. Ich habe zu Hause geschaut. Aber ich habe nichts gefunden. Das ist schlimm. Ja, ich war sehr gestresst. Und dann? Dann habe ich meine Mutter angerufen. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, bleib ruhig. Gute Idee. Ja. Und dann habe ich noch einmal in meine Tasche geschaut. Und? Der Schlüssel war die ganze Zeit dort. Natürlich. Das passiert immer. Ja, manchmal sehen wir Dinge nicht. Vielleicht ist mein Portemonnaie auch irgendwo in meiner Tasche. Nein, leider nicht. Hast du jemanden im Büro angerufen? Nein, noch nicht. Dann ruf an. Hallo, ich habe eine Frage. Ich habe heute mein Portemonnaie verloren. Habe ich es vielleicht im Büro gelassen? Ah, wirklich? Danke. Und? Ich habe es im Büro gelassen. Zum Glück. Siehst du? Kein Problem. Ich habe mir zu viele Sorgen gemacht. Das ist normal. Gestern ist mir noch etwas passiert. Was denn? Ich habe den Bus verpasst. Oh nein, Ja, ich bin zu spät gekommen. Was hast du dann gemacht? Ich habe ein Taxi genommen. war es teuer? Ja, ich habe viel bezahlt. Das ist schlecht. Mein Chef hat mich gefragt, warum bist du zu spät gekommen? Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, ich habe den Bus verpasst. Und? Er hat nichts gesagt, nur gelacht. Du hast Glück gehabt. Ja, Manchmal passieren kleine Probleme. Ja, aber am Ende ist alles okay. genau. Was habt ihr am Wochenende gemacht? Ich bin am Wochenende nach Izmir gefahren. Oh, wirklich? Warum? Ich habe meine Familie besucht. Wie war es? Es war sehr schön. Ich habe meine Eltern lange nicht gesehen. Wie lange bist du dort geblieben? Ich bin 2 Tage geblieben. Was hast du dort gemacht? Am Samstag habe ich meine Familie getroffen. Wir haben zusammen gegessen. Was habt ihr gegessen? Wir haben Fisch gegessen. Es war sehr lecker. Habt ihr auch etwas zusammen gemacht? Ja, wir sind am Abend spazieren gegangen. Und wir haben lange geredet. Über was? Über mein Leben, meine Arbeit und meine Pläne. Das klingt schön. Ja, es war sehr ruhig. Ich habe mich gut gefühlt. Und am Sonntag? Am Sonntag habe ich lange geschlafen. Danach habe ich Kaffee getrunken und ich habe ein Buch gelesen. Klingt perfekt. Ja, und dann bin ich zurückgefahren. Und du? Was hast du am Wochenende gemacht? Ich habe gearbeitet. Leider. Das ist nicht so schön. Nein.
Aber ich habe am Abend etwas Schönes gemacht. Was denn? Ich habe meine Freunde getroffen. Wo habt ihr euch getroffen? Wir haben uns in einem Restaurant getroffen. Was habt ihr gemacht? Wir haben zusammen gegessen und viel gelacht. Was hast du gegessen? Ich habe Pizza gegessen. Schon wieder Pizza. Ja, ich liebe Pizza. Hast du auch etwas Besonderes gemacht? Ja, wir haben Fotos gemacht und wir haben Musik gehört. Das klingt nach einem schönen Abend. Ja, es war wirklich schön. Und du, was hast du am Wochenende gemacht? Ich habe nicht viel gemacht. Wirklich? Ja, ich habe mich ausgeruht. Was hast du genau gemacht? Am Samstag habe ich lange geschlafen. Dann habe ich Kaffee getrunken und ich habe einen Film gesehen. Alleine? Ja, Was für ein Film war das? ein deutscher Film. Hast du alles verstanden? Nicht alles, aber ich habe viel verstanden. Das ist gut. Ja, danach habe ich ein bisschen Deutsch gelernt. Auch am Wochenende? Ja, ein bisschen jeden Tag. Und am Sonntag? Am Sonntag habe ich einen Spaziergang gemacht. Alleine? Ja, ich bin im Park gewesen. Wie war es? Es war ruhig. Ich habe Musik gehört und ich habe nachgedacht Über was hast du nachgedacht? über mein Leben, über meine Ziele und über meine Zukunft. Das ist wichtig. Ja, Ich habe am Wochenende nicht so viel nachgedacht. Ich auch nicht. Ich habe eine lustige Geschichte. wirklich? Erzähl. Ja, bitte. Gestern habe ich gekocht. Oh, und? Es war eine Katastrophe. Was ist passiert? Ich habe Pasta gemacht. Das klingt einfach. Ja, aber ich habe zu viel Salz genommen Oh nein, und dann habe ich versucht, es zu retten. Wie? Ich habe mehr Wasser hinzugefügt, aber es war immer noch zu salzig. hast du es gegessen? Ja, ein bisschen. Respekt. Mir ist auch etwas Lustiges passiert. Was denn? Ich habe gestern Sport gemacht. Oh, gut. Ja, aber ich habe meine Tasche im Fitnessstudio vergessen. Wirklich? Ja, ich bin nach Hause gegangen und dann habe ich gemerkt, oh nein, meine Tasche. Und dann? Ich bin zurückgegangen. Hast du sie gefunden? Ja, aber jemand hat sie schon zur Rezeption gebracht. Zum Glück. Ja, ich habe Glück gehabt. Ich habe auch eine Geschichte. Erzähl. Ja, Gestern habe ich mein Handy gesucht. Oh nein, Ich habe überall gesucht. wo? In meiner Tasche, in meinem Zimmer, sogar im Kühlschrank. im Kühlschrank? Ja, Und? ich habe es nicht gefunden. Was hast du dann gemacht? Ich habe mein Handy angerufen. Gute Idee. Ja, und dann habe ich es gehört. Wo war es? In meiner Jacke. Klassisch. Das passiert oft. Ich habe noch etwas gemacht. Was denn? Ich habe gestern einen Kaffee bestellt. Und? Der Kellner hat meinen Namen falsch geschrieben. Wirklich? Ja, ich habe Anna gesagt. Und?
Er hat Ananas geschrieben. Das ist sehr kreativ. Kleine Dinge können lustig sein. Ja, auch wenn sie zuerst nervig sind. Genau. Am Anfang war alles schwer. Was meinst du? Deutsch, ich habe am Anfang fast nichts verstanden. Wirklich? Ja, ich habe viele Fehler gemacht. Das ist normal. Ich habe langsam gesprochen. Ich habe oft gestoppt und ich habe lange überlegt. Ich auch. Ich habe auch viele Fehler gemacht. Am Anfang habe ich mich unsicher gefühlt. Ich auch. Ich habe Angst gehabt zu sprechen. Ja, das kenne ich. Aber ich habe nicht aufgehört. Was hast du gemacht? Ich habe jeden Tag gelernt. Jeden Tag? Ja, ich habe Podcasts gehört, ich habe Videos gesehen und ich habe viel gelesen. Das ist gut. Ich habe auch versucht zu sprechen, auch wenn ich Fehler gemacht habe. Das ist wichtig. Ich habe früher immer gewartet. Ich habe gedacht, ich bin noch nicht bereit. Und jetzt? Jetzt spreche ich einfach. Ich habe auch angefangen, mehr zu sprechen. Und? Es ist besser geworden. Am Anfang habe ich wenig verstanden. Und jetzt? Jetzt verstehe ich mehr. Nicht alles, aber viel. Das ist genug. Ja, Schritt für Schritt. Ich habe gelernt. Fehler sind normal. Genau. Ohne Fehler lernt man nicht. Früher habe ich gedacht, ich muss perfekt sprechen. Und jetzt? Jetzt denke ich muss sprechen. Das ist ein großer Unterschied. Was war dein größter Fortschritt? Ich habe angefangen, Filme zu verstehen. Oh, das ist schwer. Ja, aber ich habe nicht aufgegeben. Ich habe angefangen, Gespräche zu verstehen. Ich habe angefangen, schneller zu sprechen. Jeder hat seinen Weg. Ja. Und jeder lernt anders. Und du? Wie hast du gelernt? Hast du viel gehört? Hast du viel gesprochen? Oder hast du viel gelesen? Egal wie, wichtig ist nur eins. Nicht aufhören. Jeden Tag ein bisschen. Du hast vielleicht gestern gelernt. Du hast Fehler gemacht. Du hast etwas Neues verstanden. Und das ist genug. Deutsch lernen ist nicht perfekt. Aber wir lernen jeden Tag. Schritt für Schritt. Und jeden Tag wird es ein bisschen besser.